Ein Mann, allein in der Wildnis Schwedens. Eine Insel, ein Kanu, eine Chance. 7 Tage. Daniel. Wird er die Challenge meistern oder wird er scheitern? One versus Wild. Hyped, Bock, Angriff! Guten Morgen. Wir haben es jetzt gerade 6:30 Uhr. Die Nacht war so lala. Bin oft aufgewacht, weil irgendwie die Hängematte doch ziemlich eng war. Bin ein bisschen durstig, das muss ich gleich mal ändern. Und wie ihr vielleicht schon hört, regnet es gerade. Es hat so, ja, mitten in der Nacht hat es irgendwann mal angefangen und seitdem eigentlich durchgeregnet. Aber bis jetzt scheint das alles noch zu heben. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, leider ist doch nicht alles ganz trocken gewesen. Und zwar hatte ich mein Unterhemd und mein T-Shirt hier am Fußende. Und ich glaube, das Tarp ist einfach nicht groß genug. Weil am Ende hier ist die Hängematte ganz nass. Und somit auch meine Klamotten. Ich hoffe, die trocknen im Laufe des Tages. Und auch hier scheint es ein bisschen feucht zu sein, aber gut. Das Tarp ist halt nun mal so groß wie es ist. Ich habe die heutige Challenge erhalten. Daniel, deine erste Nacht in der Wildnis liegt hinter dir. Dein erstes Essen aus selbstgepflückten Beeren auch. Naja, zumindest 5 Stück. Wir hoffen ja, damit du in Zukunft all deine Beeren beim Sammeln gut verstauen kannst, kommt nun deine zweite Challenge. Challenge 2, Früchtekorb. Erstelle, baue, bastle, flechte eine Aufbewahrungsmöglichkeit, mit der du feste Nahrung sammeln kannst. Verwende dabei lediglich Materialien, die du in der Natur findest. Die Challenge ist geschafft, wenn du ein Bild von deiner Aufbewahrungsmöglichkeit mitsamt einer selbst gesammelten Nahrung gemacht hast. Das Bild muss bis Sonnenuntergang gemacht und verschickt werden. Falls es Probleme beim Versenden gibt, dann muss mit einem Screenshot bestätigt werden, dass es die entsprechende Uhrzeit und der entsprechende Tag ist. Ui. Und hoffentlich hört es bald auf zu regnen. Und ich mache mir mal Gedanken, wie ich diesen Korb oder was auch immer bastle. So sieht mein Shelter von außen aus. Übrigens habe ich das hier jetzt so gelöst, damit ich hier besser reinkomme. Und das scheint ja auch gut zu funktionieren. Da unten ist mein Kajak. In der Zwischenzeit habe ich mir hier meine Schnur auf einen kleinen Ast abgewickelt, weil das schon ein ganzes Durcheinander war, die einfach so lose zu haben. Ich habe jetzt schon den ganzen Morgen überlegt, wie ich denn das Gefäß oder das Behältnis bauen soll, um die Beeren zu sammeln. Und ich habe überlegt, entweder Rinde, ein bisschen rumgesucht, aber Rinde von den Bäumen will ich nicht abmachen. Und die tote Rinde, die war immer löchrig. Die konnte ich auch nicht verwenden. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen, was zu flechten. Und zwar würde ich dafür quasi Holz nehmen und das Holz dann hier zusammenflechten.
Ich habe da schon ein bisschen rumprobiert. Einmal mit diesem Gras oder Gewächs, was auch immer das ist. Allerdings, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Das Problem ist nur, wenn ich den Knoten mache, dann hebt er nicht. Das gleiche ist bei den Sachen hier. Ja, frische Äste von lebenden Bäumen will ich nicht abmachen. Und ja, deswegen bin ich mal am gucken, wie ich das jetzt mache. So, ich wollte gerade Wasser holen und ihr glaubt nicht, was ich gesehen habe. Dieser Baum ist, glaube ich, einzigartig. Der ist richtig cool und genau das, was ich jetzt brauche. Es ist vielleicht ein bisschen schlecht zu erkennen, aber ist es hier der berühmte Paracord-Baum? An dem wächst einfach Paracord. Und das werde ich jetzt pflücken und dann für meine Challenge verwenden. Klares, frisch gefiltertes Seewasser. Absolute Stille. Absolut krass. Ich muss sagen, ich weiß nicht wieso, aber ich habe so leichte Kopfschmerzen und irgendwie merke ich jetzt auch schon, dass es alles ein bisschen schwerer fällt. Dieses ganze Berg hoch, Berg runter, um Wasser zu holen und so Sachen, das zerrt schon an den Kräften. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie ich die Stöcke vorbereite für den Korb. Und zwar habe ich hier schon ein paar auf die gleiche Länge gebracht. Ein paar habe ich auch entastet. Und dann nehme ich immer meinen Referenzstab, suche mir hier eine Länge raus. Welche Seite ist denn schöner? Ich nehme die hier. Und dann, damit der auch genau an der Stelle bricht, wo ich will, gehe ich hier einmal mit dem Messer rum. Ein bisschen fest draufdrücken, dass eine kleine Kerbe entsteht. Will nämlich hier. Und ich habe einen sauberen Bruch. Schönheitswettbewerb wird es leider nicht gewinnen, aber für mich ist die Funktionalität wichtig. Und ich zeige euch jetzt alle Features, die ich eingebaut habe. Gewollt oder ungewollt, das könnt ihr dann entscheiden. So, das ist das Prachtstück. Klein, aber fein. Für meine Zwecke wird es jetzt erstmal reichen. Und zwar seht ihr hier, kommen die Heidelbeeren rein.
sollte ich dann fertig sein mit Sammeln. Dann habe ich hier 3 Stöcker, die ich so übereinander legen kann. Und das ist dann meine Lagermöglichkeit. Da sind die Heidelbeeren dann fest verschlossen innen drin. Ich habe mit Absicht oder unabsichtlich hier ein paar Löcher gelassen. Das sollten für die größten Heidelbeeren sollte das funktionieren. Und wenn die Heidelbeeren zu klein sind, ist das ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus, weil zu kleine Heidelbeeren sind meistens nicht reif und die will ich ja dann auch nicht essen. Sprich, das ist mein automatisiertes Filtersystem. Genau. Und dann sehen wir uns beim Sammeln. Falls heute irgendwann nochmal die Sonne rauskommen sollte, habe ich hier schon mal vorgesorgt und eine kleine Wäscheleine gespannt, weil mittlerweile ist sogar meine Unterhose nass. Ein bisschen habe ich jetzt schon gesammelt. Das ist meine momentane Ausbeute. Und hier sind noch einige Heidelbeeren und da mache ich mich jetzt mal ran. Snack mit Aussicht. I like it. Also ich muss sagen, heute ist die Gefahr auszurutschen und hinzufallen viel, viel größer. Durch das es geregnet hat, sind die Steine richtig rutschig. Ich bin schon ein paar Mal jetzt ausgerutscht. Also muss man echt aufpassen. Houston, we got a problem. Ich weiß nicht wieso, weil eigentlich sollte hier kein Regen hinkommen. Aber man sieht vielleicht hier das von der Farbe. Hier ist es hell und hier ist es dunkel. Das Problem ist, das ist langsam bis ganz da vorne dunkel. Das wird auch nicht besser. Und meine Vermutung ist jetzt, dass der ganze Regenscheiß hier runterzieht und das hier dann einweicht. Und weil Wasser immer nach unten fließt, fließt es mir halt voll in meinen Arsch. Jetzt ist aber die Frage, wie können wir das beheben? Wir können es eventuell nur beheben, wenn ich weiter spanne. Geil, die Sonne ist da. Deswegen habe ich jetzt den Schlafsack einmal rausgehangen und die Hängematte umgehangen. Hier sieht man jetzt gut den Unterschied. Da ist nass, da nicht. Das ist der nasse Teil und der ist jetzt weitestgehend in der Sonne. Dann trocknet der hoffentlich.
Schade. Feuer machen hat nicht so funktioniert, wie ich dachte. Ich habe zwar eine Flamme hinbekommen, aber dann hat mir wohl das nötige Kleinmaterial gefehlt. Aber in der Zwischenzeit habe ich an dem Mitbringsel gearbeitet. Und zwar seht ihr hier den Stab von gestern. Und mein Ziel ist es quasi, den hier zu verankern. Und man sieht, ich schüttel jetzt ganz schön. Der sitzt schon ganz fest. Jetzt muss ich das hier nur noch ordentlich machen. Bisschen verzieren. Und dann ist das erste Mitbringsel fertig. Für die anderen muss ich noch überlegen. Hat nicht so ganz funktioniert, was ich mir gedacht habe. Ich wollte eigentlich hier so einen kleinen Thron machen, auf dem der große Stein sitzt. Allerdings ist das Holz viel zu fest. Ich kriege das nicht ordentlich bearbeitet. Ich schaue mir gerade den Sonnenuntergang an. Und jetzt geht's erstmal nochmal Wasser holen und Abendessen besorgen. Ich werde jetzt Tag 2 ausklingen lassen. Frischem Wasser und einer ordentlichen Portion Heidelbeeren. Yummy! Morgen ist der Plan, dass ich wahrscheinlich morgens, mittags, abends jeweils so eine Schale esse. Und dann mal schauen, wie es mir geht. Kommen wir zum Fazit von Tag 2. Schwieriger Tag, kann ich sagen. Also, es hat angefangen nachts, erste Übernachtung. Mitten in der Nacht hat es angefangen zu regnen. Hat dann auch nicht mehr aufgehört. Bis in den späten Morgen hinein. Und ja, die Hälfte meiner Hängematte ist nass geworden. Da war ich schon leicht am Verzweifeln, wie ich die wieder trocken bekomme. Und vor allem, wieso sie nass ist, weil eigentlich ist sie unterm Tarp. Aber das Wasser hat sich wohl über das Anhängeseil ihren Weg gesucht. Und ja, shit happens. Gemerkt, also die Kopfschmerzen von heute Morgen sind weg, aber ich fühle mich grundsätzlich viel schwächer als gestern und muss auch echt vorsichtig sein, quasi wo ich hintrete, was ich mache. Aber ansonsten, Feuer machen hat nicht geklappt. Dafür bin ich mit der Schale hier vorangekommen, die ich gebastelt habe. Habe auch ordentlich was zu essen finden können, diese 2 Portionen hier. Und ja, mit dem Mitbringsel bin ich auch etwas vorangekommen. Aber noch lange nicht da, wo ich eigentlich sein will. Gut, damit verabschiede ich mich und genieße noch mein Essen. Challenge 2. Der Früchtekorb. Nach dem ersten Beweisfoto wurde der Früchtekorb disqualifiziert aufgrund von unnatürlichem Material. Was zu diesem Zeitpunkt allerdings noch niemand wusste, war die Tatsache, dass es in Schweden tatsächlich den einzigen natürlichen Parakortbaum der Welt gibt. Aus diesem Grund wurde die erste Entscheidung revidiert. Das bedeutet, Challenge 2 ist bestanden.